Hallo und herzlich willkommen bei meinem YouTube-Kanal Podologie und mehr. Ich bin Andrea und heute gebe ich euch 5 Tipps bei geschwollenen Beinen. Draußen ist es heiß, die Temperaturen steigen und unsere Füße schwellen an. Volksmundlich hat man Wasser in den Beinen. Aber woher kommt dieses Wasser? Das Wasser kommt aus den Lymphgefäßen. Das Lymphsystem ist dafür verantwortlich, dass überschüssiges Gewebswasser, Schadstoffe, Gewebsflüssigkeit, Bluteiweiße, Nahrungsfette, dass das alles abtransportiert wird, was in den Blutbahnen nicht mehr Platz hat. Leider ist es so, dass wenn es heiß wird und natürlich die ganzen Gefäße aufgehen und sich weit stellen, es dazu führen kann, dass das Wasser nicht mehr zurückfließt in die Lymphe, sondern sich im Gewebe ansammelt. Und somit kriegt man die klassischen Wasser in die Füße. Nun, bei den Lymphödemen gibt es 4 Stadien. Lymphstadium 0 heißt, die Lymphgefäße sind schon geschädigt, aber von außen sieht man noch gar nichts. Lymphstadium 1 heißt, im Laufe des Tages schwellen die Füße an. Wenn man die Füße dann hochlegt oder kühlt, dann schwellt das Ganze wieder ab. Lymphstadium 2, die Schwellungen bleiben den ganzen Tag. Die Haut fühlt sich auch so prall an und fest und lässt sich kaum eindrücken. Auch wenn man die Füße jetzt hochlegt oder kühlt oder abends dann schlafen geht, sind die Füße dann morgens noch immer geschwollen. Lymphstadium 3 kann es zu extremen Schwellungen kommen im Gewebe. Das heißt, man hat wirklich so übermäßiges Haut, die aufgequollen ist. Das ist so richtig fest, wenn man das anfasst. Die Hautveränderungen kann sogar so weit kommen, dass das Lymphwasser direkt durch die Haut nach außen dringt und die Haut immer feucht ist oder so richtige Blasen macht. Wenn das Stadium 3 Lymphödem zu groß wird oder zum Beispiel nur an einer Körperhälfte ist, das heißt an einem Fuß, einer Hand, dann nennt man das die Elephantiasis. Hier habe ich ein schönes Bild. Man sieht, ein Fuß ist komplett normal, aber der andere Fuß ist wirklich ums Doppelte größer. Solche Auswüchse von Lymphödemen gehören natürlich zum Facharzt. Wir reden hier ja über das Stadium 0 bis Stadium 1. Stadium 2 und 3 müssen unbedingt vom Arzt behandelt werden. Was ihr nicht vergessen dürft, ist, dass ihr das Lymphödem nicht verwechselt mit dem Lipödem. Tja, was ist jetzt der Unterschied? Das Lymphödem ist eingelagertes Wasser, also Lymphwasser, und das Lipödem ist eingelagertes Fett, weil Lipide sind Fette. Nun ja, jetzt würden natürlich manche sagen, diejenigen, die Lipödem haben, die sollen halt abnehmen. Tja, das ist nicht so einfach mit dem Lipödem. Auch wenn die Person abnimmt, viel abnimmt, das Lipödem bleibt bestehen. Es gibt dann auch eine Mischform zwischen Lip- und Lymphödem. Die haben es leider ganz arg erwischt, weil die haben Wassereinlagerungen und Fetteinlagerungen im Gewebe. Das wird wirklich nur vom Facharzt dann auch behandelt. Es gibt ein sogenanntes Stemmersches Zeichen. Das ist, wenn man beim zweiten Zeh nach der großen Zehe einmal zusammendrückt und diese Hautfalte noch bilden kann. Kann man diese Hautfalte nicht mehr bilden, dann spricht es alles für ein Lymphödem. Ich mache es auch meistens so, ich drücke am Vorfuß mal etwas rein, zähle dann bis 5, lasse das wieder los und wenn dann eine Delle drinnen bleibt, dann hat man auch die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ein Lymphödem vorhanden ist. Ja, wie kann man es noch jetzt da definieren, welches Lymphödem man hat? Also geschwollene Beine, die Socken, Ränder sieht man in den Beinen oder Abdrücke der Socken, Abdrücke der Schuhe, wenn die Schuhe nicht mehr passen. Wenn es abends dicker sind und morgens wieder ganz normal, dann spricht es eben für 0 bis 1. Ist die Schwellung immer da oder wird die Schwellung immer schlimmer und verändert sich auch das Hautbild? Meistens ist es so, dass das Hautbild so richtig wie aufgeschwollen, so richtig prall wird. Wie so ein Luftballon, den was man aufbläst. So richtig prall, wenn man das anfasst, ist es teils hart. Manchmal ist es auch so leicht eindrückbar. Wenn aber die Schwellung nicht mehr zurückgeht,
und das Hautbild dunkelrot wird oder so Wasser durch die Haut durchkommt, dann spricht es eigentlich schon für Stadium 2 oder 3 und da müsst ihr unbedingt zum Facharzt. Und jetzt kommen die 5 Tipps für Stadium 0 und 1. Wie gesagt, 2 und 3 muss zum Arzt, da gibt es leider keine Tipps mehr. Die müssen professionell behandelt werden, mit Lymphdrainage, mit Wickel und mit Stützstrümpfen. Aber wir sprechen jetzt von 0 und 1. Das heißt, ihr müsst bequeme Kleidung tragen, Füße hochlegen, wenn es heiß ist. Und natürlich könnt ihr auch kalte Bäder machen. Das heißt, oder kalte Duschen, ihr stellt euch in die Dusche rein, dreht es auf eiskalt und duscht eure Füße schön runter. Somit verengt sich die Gefäße und der Rücktransport wird verbessert. Was kann natürlich auch noch helfen? Entspannt euch. Manchmal ist es so, dass das Ganze durch Stress kommt, wenn man wirklich viel Stress hat, viel auf den Beinen ist. Mal Auszeit nehmen, das hilft auch schon. Wichtig ist natürlich noch, ihr müsst eure Füße ordentlich eincremen, weil ein bisschen Massage an den Füßen tut immer gut. Wenn ihr die richtige Creme auch noch benutzt, ist ja alles umso besser. Das heißt eine kühlende Creme, vielleicht mit Menthol, die kühlt die Beine schön und ihr habt danach auch ein erfrischendes Gefühl. Ich habe euch natürlich unten in der Infobox eine Creme verlinkt, die könnt ihr euch gerne kaufen und eure Füße wunderbar damit pflegen. Wenn man ein Lymphödem hat, gibt es auch Sachen, die man gar nicht machen darf. In die Sauna gehen, auf der Sonnenbank liegen, heiße Wannenbäder machen oder heiß duschen. Alles, was irgendwie gefäßerweiternd ist, soll man gar nicht machen, weil das verschlechtert noch das Ganze und es sackt somit noch mehr Wasser in die Beine ab. Was wirklich wichtig ist, wer schon Stadium 2 etwas ausgeprägter hat, zur Lymphdrainage gehen. Denn die Lymphdrainage ist eine weiche und sanfte Massage, die die Lymphe anregt, damit es der Abtransport besser geht. Eine feste Körpermassage wäre nicht zu empfehlen, weil das oft dann die Lymphbahnen überfordern kann und es hat dann den gegenteiligen Effekt. Ja, zu guter Letzt natürlich Kompressionsstrümpfe bei langen Autofahrten, wenn ihr viel sitzen müsst. Bei Sport ist natürlich auch wichtig. Sport ist allgemein wichtig. Also Sport, ihr müsst jetzt kein Marathon nicht laufen, aber so gesteigerte Alltagsbeweglichkeit wäre schon mal nicht schlecht. So Treppe nehmen statt den Aufzug, das Auto mal 500 Meter weiter weg parken, dass man laufen muss. Das hilft natürlich auch, weil die Muskelpumpe dann aktiviert wird und die Gefäße auch besser durchknetet werden und der Abfluss einfach besser geht. Gut, wenn ihr diese Tipps alle umsetzt, habt ihr bestimmt keine Probleme mehr mit angeschwollenen Beinen. Hat euch dieses Video gefallen? Lasst mal einen Daumen nach oben hier. Abonnieren nicht vergessen, die Glocke klicken unbedingt, dann verpasst ihr auch kein neues Video von mir. Unten gibt es eine Infobox, da habe ich euch alles verlinkt, was für euch wichtig ist. Bis zum nächsten Mal, eure Andrea. Tschüss!